So, dann gucken wir mal hier. So, okay. Hallo. Rutsch mal an mich ran. So, was sagst du jetzt? Wer bist du? Pete. Wer ist ein Pete? Ein Junge. Der Pete, der ist mein Sohn. Und jetzt sind ja ganz viele Kinder zu Hause, ne? Ja. Genau. Und deshalb haben wir entschieden, dass wir heute jetzt mal was mit euch zusammen machen, weil der Kunstunterricht ist auch aus. Stimmt's? Ja. Genau. Und damit ihr nicht extra loslaufen müsst, was einkaufen müsst, haben wir uns was überlegt, wo wahrscheinlich jeder das, was er braucht, zu Hause hat. Was brauchen wir? Wir brauchen Klebstoff. Zeig mal. Klebestift. Genau. Klebestift. Oder irgendeinen anderen Kleber geht Ja. auch, ne? Zum Papierkleben, was ihr habt. Einen schwarzen Stift. Genau. Und da haben wir den dicken, aber Mama hat auch noch so einen dünnen hier. Einen roten Stift. Genau, einen roten Filzer. Und eine Schere. Genau, eine Kinderschere. Okay, was brauchen wir noch? Normales Druckerpapier oder Bastelpapier oder was für ein Papier ihr habt. Und Zeitungspapier. Hier aus irgendeiner Zeitschrift, also bunte Papiere oder auch farbige Papiere. Und dann hatte ich mal irgendwann in irgendeinem Supermarkt hier solche, so eine bunten Papiere gekauft. Das geht auch auf jeden Fall, bunte Papiere. So, als erstes schneiden wir Häuser aus. Ne? Mit was fangen wir an, Pete? Mit buntem Papier. Also, Mit dem Fotokarton? Ja. Okay. Dann such mal eine Farbe aus. Welche willst du? Das Hellblau. Das Hellblau. So. Dann schneid du mal ein Haus aus. Lauter kleine Häuser. Wir wollen kleine Häuser aneinander machen. Die Häuser, die können krumm, schlicht, schief sein. Ja, einfach so einen Streifen. Guck mal, und dann machen wir einfach schräge Dächer. So. So. Davon machen wir jetzt ganz viele aus bunten Papieren. Und wenn ihr noch zu klein seid, dann lasst euch helfen beim Schneiden. Von wem können sich die Kinder helfen lassen? Von ihren Eltern. Genau, von den Mamas und von den Papas. Also, ganz viele bunte Häuser ausschneiden. Auf Lust geht's los. Jetzt kriegst du ein Papier. Bitte schön. Und ich bekomme ein Papier. Welches sind deine Häuschen? Dein Haus. Und Genau. Und jetzt brauchen wir den Klebestift. So, welchen nimmst du? Welchen nehme ich? So. Genau, und jetzt gehen wir die Häuser auf. Die dürfen auf
übereinander und untereinander. Zack, zack, zack. Ja. Und dann mitten rauf aufs Papier. So eine kleine Ansammlung von Häuschen machen wir. Guck mal, so klebe ich die dann so übereinander. Mhm. Komm mal aber hierher. Pete. Komm mal weiter hierher. Genau. Damit man das besser sehen kann, was du da machst. Wir haben unsere Häuser aufgeklebt und die sehen jetzt wie aus. Wollen wir die da mal in die Kamera zeigen? Ja. Pete seine Häuser, Mamas Häuser. Und jetzt kommst du wieder hier zu mir mit in die Kamera. Unsere Kamera ist nämlich da oben. So, jetzt nehmen wir den schwarzen Stift. Zack, hier nimmst du den. Ich nehme den. Und jetzt können wir den Häusern erstmal kleine Fenster malen. Und Türen. Fenster und Türen. Ja. Einfach kleine Vierecken. Türen. Und dann kann man die Häuser natürlich auch noch verzieren, wenn man einfarbiges Papier hat. Zum Beispiel hier so Streifen reinmalen. Okay, unsere Häuser sind jetzt ein bisschen fertig dekoriert. Was machen wir jetzt? Wir malen Schornsteine, wo Herzchen rauskommen. An jedes Haus einen Schornstein? Ja, aber es können auch zwei sein. 2 Schornsteine? Geht ja, wenn es ein Mehrfamilienhaus Genau. ist. Mit ganz vielen Herzchen. Ein Herzchen Schornstein oder mit ganz vielen. Und dafür brauchen wir dann für die Herzchen den roten Stift. Das kommt. Ich mache immer erstmal einen Schornstein und noch einen Schornstein. Und die Schornsteine kann man auch verzieren, genauso wie der Pete das da gerade schon vormacht. Genau. Und dann mache ich den Herzchen noch einen schwarzen Rand. Du auch? Ja. Okay. Okay, unsere Häuser, die sind soweit fertig und die legen wir jetzt beiseite. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit anderen Formen. So, legst du darüber.
Jetzt brauchen wir auch wieder das bunte Papier. Genau. Und jetzt schneiden wir einfach Vierecken aus oder reißen kleine Ovale aus. Egal wie. Einfach irgendwelche Formen, damit wir was machen können damit. Dass wir sie wieder aufklicken können und Dächer und andere Sachen malen können. Nee, was wollten wir machen? Kleine Figuren. Genau. So. Guck mal. Ihr reißt jetzt einfach aus dem Papier irgendwelche kleinen Formen aus. Lange, kleine, dicke, dünne. Das ist unser Papierschnipselhaufen. Und jetzt bekommst wieder du ein Blatt und ich ein Blatt. Und jetzt kleben wir die Papierschnipsel übereinander lappend auf. So, warte Piet, ich zeig's dir einmal. Also nicht alle mit Abstand, ne? Sondern ganz dicht an dicht aufkleben. Okay? Wird der wieder weiß? Nein? Okay, dann muss ich da was rüberkleben. Okay. Jetzt haben wir unsere Figürchen zusammengeklebt und jetzt machen wir kleine Menschen draus. Okay, soll ich sie nochmal zeigen? Wir brauchen jetzt wieder unsere schwarzen Stifte. So, und pass auf, stellen die jetzt hier alle irgendwo hin. Die kriegen hier alle so einen Boden. Einfach Striche. Darunter Krickel, Krackel. Ja. Und von mir aus auch so ein bisschen Gräser. Das geht auch. Und vielleicht auch eine Blume sogar. Okay. Und jetzt kriegt jedes Figürchen einen Hals und einen Kopf. An einen Kopf, genau. Also los. Kleine Köpfe, dicke Köpfe, runde Köpfe. Machst du mit Gesicht oder ohne? Okay. Mit Haare? Ja. Okay. Fertig? Ja. Okay, mir fehlt noch ein Kopf. So, und da machen wir jetzt auch rote Herzchen dazwischen. Okay, ganz viele. Stimmt, wir haben Arme vergessen. Los, Arme auch noch. Oder? Ja.
Guck mal, einfach Striche und kleine Bommel für die Hände. Super. Die kann man überall ranhängen, die Hände. Und an die Hände kannst du auch noch eine Handtasche hängen oder eine Blume reinpacken, wenn du willst. Dann können wir die auch noch verzieren, die Kleider, zum Beispiel mit Knöpfen. Guck mal, ich mache hier, genau. Was machst du? Ein Herz? Guck mal, ich habe hier Knöpfe gemacht. Jetzt legen wir unsere Figurenbilder nochmal weg. Und dann brauchen wir unsere Häuserbilder wieder. Und jetzt schreiben wir auf unsere Häuserbilder, was wir gerade machen. Nämlich, wir bleiben zu Hause. Und warum machen wir das? Damit wir alle später wieder alle gesund zusammen sein können. Genau. So, macht ihr eure Bilder. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Oder? Wir gehen jetzt unsere Bilder an. Dann, ja, wenn wir weitermachen sollen, dann lasst es uns wissen. Und passt hübsch auf euch auf. Tschüss! Tschüss.